SpaceX-Oberstufentriebwerk explodiert bei Starlink-Flug. Ariane 6 Erststart erfolgreich, aber Abzüge für Deutschland in der B-Note. FAA startet Anhörung für bis zu 25 Starship-Starts und Landungen von der Starbase in Boca Chica. Es beginnt, Herr der Raketen, die 2 Türme. Indien verdoppelt die Größe seiner Raumstation. Japanisches Modul für kommerzielle Raumstationen und Starliner weiter ohne Rückflugtermin. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX bereitet sich auf den 5. Flug des Starships vor. Firmenchef Elon Musk schrieb am 6. Juli, in 4 Wochen soll es soweit sein. Passend dazu gab es schöne Bilder von Booster 12 auf dem Weg zum Startplatz, unter anderem vor der neuen Star Factory, die sich noch im Rohbau befand, als wir dort vor Ort waren. Mittlerweile ist Booster 12 am Startplatz und bereits auf dem Starttisch angekommen und wurde am Freitagmorgen einem Cryotest unterzogen. Sollte alles nach Plan verlaufen, erwartet uns dann zeitnah die Testfeuerkampagne des Boosters. Booster 12 soll der erste Booster werden, der dann auf dem 5. Flug von den Mechazilla Chopsticks gefangen wird. Neues aus der Welt der chinesischen SpaceX-Kopien. Das chinesische Unternehmen Cosmoleap, von dem ich gerade zum ersten Mal höre, veröffentlichte diese Woche ein Rendering seiner geplanten Rakete und einem Start- und Fangturm. Erinnert euch das an was? So unterhaltsam wie viele dieser Konzept-Renderings sind, so wenig sollte man da gleich auf alle chinesischen Anstrengungen schließen. Landspace, die die erste Methanrakete noch vor SpaceX in den Orbit gebracht haben, die wollen ja bereits im Jahr 2025 mit Suki 3 Starts und vertikale Landungen demonstrieren. Mein heißer Tipp für ein Unternehmen, dem das nach SpaceX gelingen könnte. Elon Musk hat das Motto der Starbase von 2024 mal als die 2 Türme bezeichnet, in Anlehnung an Herr der Ringe. Diese Woche wurde nun wirklich mit dem Aufsetzen des ersten vorausgestatteten Turmsegments des 2. Startturms begonnen. Ja, der 2. Turm, der soll für Redundanz sorgen, aber auch das Starten und Fangen von sowohl Schiff als auch Boostern ermöglichen. Die FAA hält öffentliche Sitzung zur Umweltbewertung für SpaceX Vorschlag zur Erhöhung der Anzahl von Starts und dann auch Landungen des Starship bzw. der Starship Super Heavy Rakete von Boca Chica ab. Ja, konkret geht es um den SpaceX-Antrag, 25 Starship Super Heavy zu starten und auch alle Booster und Chips wieder in Boca Chica zu landen. Dafür wird es jetzt 3 Anhörungen geben. Geprüft werden sollen Fragen der öffentlichen Sicherheit, Bedenken hinsichtlich der nationalen und internationalen Sicherheit, Versicherungsanforderungen und potenzielle Umweltauswirkungen. Die Anhörungen, die sollen zwischen dem 13. und dem 20. August stattfinden. SpaceX hat am 8. Juli den ersten vollständig in der Türkei gebauten Kommunikationssatelliten Türksat 6A erfolgreich in eine geostationäre Umlaufbahn gebracht. Der Start erfolgte von Cape Canaveral, Florida. Ja, und der über 4 Tonnen schwere Satellit, der trennte sich 35 Minuten später von der Rakete und wird dann seine Betriebsposition bei 42 Grad Ost mittels seines elektrischen Antriebs erreichen. Also die Falcon 9 hat den jetzt nicht bis in den Geo gebracht, sondern praktisch nur in eine Transferbahn und der Satellit erreicht dann die finale Position eigenständig. Die Falcon 9 Rakete, die landete sicher dann auf einem Drone-Chip im Atlantik. Das war die 328. erfolgreiche Bergung einer Orbitalrakete von SpaceX. Türksat 6A, das der hauptsächlich in der Türkei gebaut wurde, das finde ich extrem interessant. Der wird Kommunikationsdienste für Europa, den Nahen Osten und Teile von Asien bereitstellen, darunter Indien, Thailand, Malaysia und Indonesien. Ein anderer SpaceX Falcon 9 Start die Woche lief da nicht so gut. Der erste Fehlstart der Falcon 9 seit Jahren, dazu gleich mehr. Ich bin mit der Senkrecht Media GmbH frisch gebackener Firmengründer. Jetzt muss ich häufig Firmenkonten verwalten, Rechnungen stellen oder begleichen, oft auch unterwegs am Laptop. Online-Banking über fremde WLANs, das ist für mich grundsätzlich ein No-Go. Statt ständig einen Hotspot einzurichten, habe ich jetzt eine viel einfachere und sichere Lösung gefunden: CyberGhost VPN. Mit CyberGhost VPN kannst du sorgenfrei und sicher auf alle deine Konten zugreifen, egal wo du bist. Der VPN-Tunnel, der schützt deine sensiblen Daten vor Hackern und neugierigen Blicken, selbst in öffentlichen WLANs. So kann ich mich voll und ganz auf mein Geschäft konzentrieren, ohne mir Gedanken über die Sicherheiten machen zu müssen. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern bietet dir CyberGhost VPN grenzenlose Freiheit im Internet. Ob beim Online-Shopping, Mietwagen und Flugbuchung, die werden ja je nach IP auch gern mal teurer, oder einfaches Surfen. CyberGhost funktioniert aber auch nahtlos mit 40 verschiedenen Streaming-Diensten und ist auf allen wichtigen Betriebssystemen verfügbar. Ein Account, der kann von 7 Geräten verwendet werden, sodass du CyberGhost auch mit der Familie und Freunden teilen kannst. Für nur 2,03 € pro Monat erhältst du vollen Schutz und Zugang zu gesperrten Inhalten im Internet, sowie die anderen 38 Millionen CyberGhost-Nutzer weltweit.
Mit meinem Angebot erhältst du 83% Rabatt auf den Listenpreis plus 4 Monate am Ende der Vertragslaufzeit on top kostenlos. Dank der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie kannst du das Ganze auch risikofrei ausprobieren, bevor du dich dann festlegst. Probier es einfach mal aus und genieß die Freiheit und Sicherheit, die dir CyberGhost VPN bietet. Den Deal erreichst du über den Link unter dem Video. Am 11. Juli erlitt eine SpaceX Falcon 9 Rakete während des Starts von Starlink-Satelliten eine Fehlfunktion der Oberstufe, was jetzt wahrscheinlich den Verlust der Starlink-Satelliten zur Folge haben könnte, auch wenn da noch dran gearbeitet wird. Dazu gleich mehr. Ja, die Rakete, die hob planmäßig von der Vandenberg Space Force Base, also Westküste, ab und transportierte 20 Starlink-Satelliten. Während des ersten Brennvorgangs der zweiten Stufe, da wurde ein ungewöhnlicher Eisaufbau am Merlin-Triebwerk beobachtet. Wenn man etwas zurückgeht, dann kann man auch kurz nach der Trennung der Nutzlastverkleidung ein relativ starkes Zucken der Kapton-Verkleidung erkennen. Das ist das Zeugs, was so aussieht wie Alufolie oder eigentlich eher wie eine Rettungsdecke. Ja, vielleicht ist hier eine Verbindung von Treibstoffleitung oder ein Ventilleck geschlagen. Wissen wir aktuell nicht. Vielleicht gibt SpaceX dazu ein Update. Der zweite Brennvorgang, der die Oberstufe dann eigentlich in die Aussetzumlaufbahn bringen sollte, wo dann die Starlink-Satelliten normalerweise ausgesetzt werden, der endete dann wohl in einer Explosion. SpaceX spricht lieber von RUD für Rapid Unscheduled Disassembly, zu Deutsch die schnelle außerplanmäßige Demontage. Elon Musk hat bestätigt, dass die Starlink-Satelliten in einer niedrigeren Umlaufbahn als geplant ausgesetzt wurden und das Perihelium möglicherweise zu niedrig sei, um die gewünschte Höhe noch zu erreichen, also mit des elektrischen Antriebs. SpaceX hat bisher Kontakt zu 5 Satelliten aufgenommen und versucht, sie mit Ionentriebwerken in eine höhere Umlaufbahn zu bringen. Die Ursache der Anomalie, also der Explosion des Oberstufentriebwerks, des MVAC-Triebwerks, die wird jetzt untersucht. Ja, das ist der erste signifikante Fehlstart einer Falcon 9 seit 2016. Ja, der Vorfall, der wird jetzt mit Sicherheit Auswirkungen auf den geplanten Startplan von SpaceX Falcon 9 Raketen haben. Besonders sind da natürlich die Starts mit Crew interessant. Der Vorfall, der wird wahrscheinlich zu Verzögerungen bei bevorstehenden Flügen führen, bis die Ursache ermittelt und behoben ist. Da gab es auch tatsächlich schon einige Verschiebungen für die eigentlich geplanten Starts für die kommenden Woche. Darauf gehe ich dann später ein. Richtig spannend werden dann aber natürlich die Auswirkungen auf die eigentlich in den nächsten Wochen geplanten Crewflüge sein. Polaris Dawn ist ja geplant gewesen und die NASA-Mission mit Crew 9. Hier wird mit Sicherheit kein Flug erfolgen, bevor das Fehlverhalten der gerade gescheiterten Oberstufe vollständig verstanden wurde. SpaceX schrieb auf ihrem X-Account, dass jeder Durchgang der Satelliten durch das Perigäum, also den erdnächsten Punkt mit der größten Reibung, den erdfernsten Punkt um 5 Kilometer absenkt und der Antrieb der Satelliten nicht ausreicht. Die Satelliten werden so wieder in die Erdatmosphäre eintreten und vollständig verglühen. Sie würden so keine Gefahr für andere Satelliten im Orbit oder die öffentliche Sicherheit darstellen. Organisator und Hauptfinanzier der Polaris-Flüge, Jared Isaacman, ja immerhin einer der nächsten 4 Passagiere der Falcon 9 Oberstufe, der schrieb auf X, ja, SpaceX hat mit Falcon 9 eine unglaubliche Erfolgsbilanz. Er könne aus eigener Erfahrung sagen, dass sie sehr transparent sind, wenn es Probleme gäbe. Er habe keinen Zweifel daran, dass SpaceX schnell eine Lösung finden und sicherstellen wird, dass die kostengünstigste und zuverlässigste Trägerrakete weiterhin Nutzlasten in die Umlaufbahn bringt. Polaris Dawn, das werde fliegen, sobald SpaceX bereit ist und volles Vertrauen in die Rakete, das Raumschiff und deren Betrieb besteht. Elon Musk bedankte sich daraufhin bei Jared Isaacman und versicherte, sie werden das Problem untersuchen und nach weiteren möglichen Problemen suchen. SpaceX werde dieses Jahr voraussichtlich mehr Flüge absolvieren als alle Space Shuttle Flüge zusammen, wobei die meisten ohne Crew sein werden. Ein großer Vorteil dieser extrem hohen Flugrate besteht für Elon Musk darin, dass SpaceX so Probleme erkennen und lösen könne, die möglicherweise nur einmal bei 1000 Flügen auftreten. Das sei bei Raketen mit niedriger Flugrate so nicht möglich. Das chinesische Raumfahrtunternehmen iSpace erlitt am Mittwoch einen Fehlstart. Die 4-stufige Feststufe Hyperbola 1 startete am 10. Juli vom Raumfahrtzentrum Jiuquan in der Wüste Gobi. iSpace erklärte später in einer Mitteilung, dass die 4. Stufe der Rakete eine Anomalie aufwies. Ja, Oberstufenfehler Nummer 2 in dieser Woche und es sollte nicht der letzte bleiben. iSpace schrieb 2019 Geschichte, als es als erstes privat finanziertes chinesisches Raketen-Startup mit der feststoffbetriebenen Hyperbola 1 den Orbit erreichte. Allerdings war nach diesem ersten Erfolg gleich 3 aufeinanderfolgende Flüge Fehlstarts. Mit dem jetzt fehlgeschlagenen Flug waren von 7 Flügen nur 3 erfolgreich. Der Start der Woche aus europäischer Sicht: ganz klar Ariane 6. Nach Jahren voller Herausforderungen und Rückschläge haben ESA und Ariane Group
endlich den ersten erfolgreichen Start der Ariane 6 verbuchen können. Der Start selbst verlief beinahe perfekt und demonstrierte die Fähigkeiten der neuen Orbitalrakete, besonders der wiederzündbaren Oberstufe, die als großer Fortschritt ja im Vergleich zu ihrem Vorgänger beworben wurde. Allerdings trat später im Flug eine Anomalie auf, die die Freude über den erfolgreichen Start dann trübte. Ich habe ein eigenes Video zum Ariane 6 Erstart gemacht, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Hier eine schnelle Zusammenfassung, gehört ihr definitiv in die Raumfahrt-News der Woche. Ja, und in das Video tatsächlich nicht reingeschafft hatten es diese coolen Aufnahmen, die wir vom französischen Militär bekommen haben, hier zum Beispiel aus den Jets. Die jetzt zu ihrem Jungfernflug aufgebrochene Ariane 6.2 mit 2 Feststoffboostern, die ist 56 Meter hoch, wiegt 540 Tonnen und erzeugt einen Startschub von 856 Tonnen. Die Zentralstufe, die wird von einem produktionsoptimierten Vulcan 2.1 Triebwerk angetrieben, dessen Vorgänger auch die Ariane 5 angetrieben hat. Ja, wie bei der Ariane 5 verbrennt es flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff. Die Oberstufe, die ist mit dem wiederzündbaren Vinci-Triebwerk ausgestattet, das ebenfalls flüssigen Wasserstoff und Sauerstoff verwendet. Der Erststart der Ariane 6, der verlief größtenteils reibungslos. Nach dem Zünden der Feststoffbooster um 21 Uhr deutscher Zeit ging es aufwärts. Ja, und dem Brennen der Hauptstufe dann bis zur Stufentrennung in etwa 8 Minuten Flugzeit, da zeigte die Rakete ihre Leistungsfähigkeit. Die Oberstufe, die führte erfolgreich 2 Zündungen durch und bewies damit die Fähigkeit zur Wiederzündung im Orbit. Anschließend wurden die meisten Nutzlasten erfolgreich dann ausgesetzt. Nach etwa 1 Stunde und 14 Minuten Flugzeit, da trat jedoch ein Problem auf. Die Auxiliary Power Unit, kurz APU, die für Tankdruck und Vorbereitung des Vinci-Triebwerks zuständig ist und dann auch das Reaktionskontrollsystem bereitstellt, das schaltete sich kurz nach der Aktivierung dann ab, also nach der dritten Aktivierung. Dadurch konnte die geplante dritte Zündung des Vinci-Triebwerks zur Deorbitierung nicht durchgeführt werden. Ja, und die Oberstufe, die blieb als Weltraumschrott im Orbit zurück. Die steht im Gegensatz zu den Zielen der ESA, Weltraumschrott zu vermeiden und ist insofern peinlich, weil die ESA ja beim Thema Weltraumschrott eigentlich vorangehen will, de facto aber hinter dem Stand der aktuellen Technik zurückbleibt. Ja, beim Thema Weltraumschrott ist ja besonders interessant, wie lange das Zeugs oben bleibt und dann eventuell mit anderen Sachen kollidieren kann. Ein alter Bekannter von Senkrechtstarter, die deutsche Firma Okapi Orbits, hat zur Verweildauer der Oberstufe jetzt eine Prognose abgegeben. Im besten Fall kommt die Ariane 6 Oberstufe in 12 Jahren wieder runter, im schlimmsten Fall erst 2051. Ariane 6 Erststart fehlerfrei bis auf die Oberstufe. Die kommt ja zu einem Großteil aus Deutschland. Dementsprechend sorgt das Problem mit der Oberstufe sicherlich gerade für Nervosität und extra Arbeit bei allen Beteiligten. Ich drücke die Daumen, dass das Problem schnell verstanden und hoffentlich einfach zu lösen ist. In der Pressekonferenz nach dem Start bestätigten die Vertreter von ESA, CNES, Ariane Group und Arianespace den erfolgreichen Start und die Demonstration der Kernfähigkeiten der Ariane 6. Die Ursache des APU-Ausfalls, die soll in den nächsten Wochen dann untersucht werden. Ja, trotz dieses Rückschlags betonte man die Einsatzbereitschaft der Ariane 6 und plant bereits den nächsten Flug im Dezember für das französische Militär. Zudem soll die Vega und die Vega C-Rakete, beide bisher unrühmlich ausgefallen, in den kommenden Monaten ebenfalls wieder starten. Ja, kurze Erklärung, die Ariane 6 für die institutionelle Raumfahrt, also die von der Politik bezahlt wird, extrem wichtig, da man ja Steuergelder lieber in Europa ausgibt als in den USA. Obwohl die Starts mit der Konkurrenz in den USA ja billiger wären. Aber das Geld wäre dann ja in den USA verloren und könnte dann nicht über Steuern wieder eingenommen werden oder für Wertschöpfung im eigenen Land sorgen. Das mag irgendwo so ein bisschen paradox klingen, aber die Politik, die rechnet da anders als die schwäbische Hausfrau. Vielleicht ruft die ESA ja jetzt in Japan an. Ich hatte bereits über das Raumschiff von Astroscale berichtet, das sich bis auf 50 Meter einer ausgebrannten H2-Oberstufe genähert hat. Auf einer zukünftigen Mission soll die Oberstufe dann gezielt durch ein Raumfahrzeug von Astroscale entsorgt werden. Astroscale gab jetzt am 9. Juli bekannt, dass sein Raumschiff Active Debris Removal bei Astroscale Japan, kurz ADRAS-J, ein Fly-Around-Manöver durchgeführt hat. Dabei flog es teilweise um die H2-Oberstufe rum. Während dieses Manövers stieß ADRAS-J jedoch auf eine unerwartete Lageanomalie, die einen automatischen Abbruch auslöste. Das Raumschiff, das entfernte sich dann wie vorgesehen bei so einem Fall von der Stufe, um das Risiko einer Kollision zu vermeiden. Wir ja nicht noch mehr Weltraumschrott da oben haben. Das Unternehmen gab bekannt, dass das Abbruchmanöver, das während der Fly-Around-Operation durchgeführt wurde, gezeigt hat, dass ADRAS-J die Sicherheit auch bei Nahbeobachtungen von nicht kooperativen Objekten gewährleisten kann. Ingenieure hätten die Ursache der Anomalie gefunden und bereiten sich jetzt auf eine weitere Annäherung der Stufe vor. Abgesehen von der Anomalie verlaufe die Mission aber gut. ADRAS-J, das wurde im Februar gestartet und erreichte die H2-Oberstufe dann im April. Im Mai näherte es sich auf bis zu 50 Meter an die Stufe an und führte seitdem Inspektionen durch. Gute Nachricht für ihre mögliche Entsorgung, also der H2-Oberstufe. Die Stufe sei bis auf ihre Orbitalgeschwindigkeit beinahe statisch und rotiere nicht sehr stark. Klar, das macht dann ein Andocken und Deorbitieren für eine Folgemission deutlich entspannter.
Apropos Japan, der japanische Mischkonzern Mitsui mit über 100 Milliarden Dollar Umsatz, einer der größten Konzerne der Welt, hat mit Japan Leo Shashu eine Tochtergesellschaft gegründet, die ein Modul für zukünftige kommerzielle Raumstationen entwickeln soll. Das Japan-Modul soll auf den Technologien des japanischen HTV und des neuen HTV-X-Frachtraumschiffs basieren. Das entwickelt die JAXA. Das Modul soll einen unter Druck stehenden Bereich für Forschung und Produktion enthalten. Außerdem ähnlich wie bei dem japanischen ISS-Modul Kibo über eine externe Plattform für zusätzliche Nutzlasten verfügen. Das Ziel des Unternehmens sei es, Japan Stärken in der erdnahen Umlaufbahn zu nutzen. Der Mutterkonzern Mitsui, der hatte unter anderem den Einsatz von CubeSats vom japanischen Kibo-Modul auf der internationalen Raumstation durchgeführt. Wie ich finde, super spannend. Mitsui hat in Axiom Space investiert, das ja bekanntlich an einer kommerziellen Raumstation im Orbit arbeitet. So wundert vielleicht die Ernennung des Ex-JAXA-Astronauten Koichi Wakata zum Axiom-Astronauten nicht mehr. Er soll sich unter anderem bei Axiom auf den asiatischen Markt konzentrieren und sagte kürzlich, er sei daran interessiert, ein japanisches Modul in die zukünftige Station von Axiom zu integrieren. Ja, die JAXA, die hat gerade ein großes Programm für die Kommerzialisierung der japanischen Raumfahrt aufgelegt und untersucht aktuell mögliche Technologien für kommerzielle Raumstationen, die sie unterstützen möchte. Der Starliner kann frühestens Ende Juli zur Erde zurückkehren, da weiterhin Triebwerkstests durchgeführt werden. Bei Bodentests der Triebwerke des Reaction Control Systems, da konnten die Bedingungen, die vor dem Andocken an der ISS am 6. Juni zur Abschaltung von 5 Triebwerken führten, nicht reproduziert werden. Ingenieure untersuchen nun, ob zusätzliche Tests notwendig sind. Der Starliner, der kann im Notfall sicher zur Erde zurückkehren, doch die Starliner-Testmission, die wird erst nach Abschluss der Tests fortgesetzt, weil das ja auch für die zukünftigen Flüge wichtig ist. Aktuell arbeiten Ingenieure an über 30 Maßnahmen, die bis Ende nächster Woche dann abgeschlossen werden sein sollen. Dazu gehören auch Tests zur Behebung von Heliumlecks im Antriebssystem. Genauer geht es da um Dichtungen wohl. Man rechnet sogar eher damit, dass die Heliumlecks ein Grund für eine Verzögerung der Zertifizierung jetzt sind, als der Ausfall oder die Auffälligkeiten der Steuerdüsen. Der weitere Zeitplan für die Starliner-Mission, der hängt auch nicht zuletzt von der Crew 9-Mission ab, die ja eigentlich Mitte August mit einem SpaceX Crew-Deck starten soll. Der Starliner, der müsste erst den Dockingport nämlich frei machen. Zugleich denkt man über einen fliegenden Wechsel von Crew 8 und 9 nach. Dann würde sich Crew 8 verabschieden, bevor die Crew 9 andockt. Das war alles noch vor dem Oberstufenausfall der Falcon 9 mit Starlink am Donnerstag. Daher sollte das Oberstufenproblem der Falcon 9 nicht zeitnah verstanden sein, halte ich es auch durchaus für möglich, dass Crew 9 in nächster Zeit nicht startet. Aber genau für so einen Fall hat die NASA ja eigentlich 2 unterschiedliche Transportsysteme mit Starliner und Crew Dragon vorgesehen, damit bei Problemen mit dem einen notfalls noch das andere zur Verfügung steht. Dass Starliner noch nicht fertig zertifiziert ist, das ist dann natürlich doof. Es gibt neue Details zur geplanten indischen Raumstation. Die Gesamtmasse hat man gegenüber früherer Pläne mit 52 Tonnen auf das Doppelte erhöht. Die maximale Besatzungskapazität, die hat man ebenfalls auf 6 erhöht, während die Langzeitbesatzung weiter bei 3 bis 4 liegt. Auch spannend, dass die indische ISRO eine Mission ohne Crew ihres Gaganyaan-Raumschiffs zur Versorgung der internationalen Raumstation vorgeschlagen hat. Da stehe man aktuell mit den ISS-Partnern in Verhandlung. Diese Mission, die soll dann nach den ersten beiden Crewflügen des Gaganyaan-Raumschiffs stattfinden. Und ISS ist eine gute Überleitung. Die indische ISRO hat 2 der 4 Gaganyaan-Vaimonauten für ein Training in den USA ausgewählt. Vaimonauten, ja, wird langsam Zeit, dass wir den Sanskrit-Namen für Astronauten lernen. Einer von ihnen, der wird einen der NASA-Plätze auf der Axiom 4-Mission zur ISS erhalten. Indien, ja Teil der Artemis-Initiative der NASA. Diese Woche hat sich Kasachstan dem chinesischen Gegenpart angeschlossen. Kasachstan, klar, mit Baikonur, der Geburtsort der Raumfahrt schlechthin. Zunächst von der Sowjetunion und später dann von Russland betrieben. Die Geburtsstunde von Senkrechtstarter, der Apollo-Moment, ja, den möchte ich mit euch feiern. Senkrechtstarter wird 5 Jahre alt und das feiern wir bei einer großen Party am 11. Oktober in Speyer. Das erste Kartenkontingent, das ist weg, aber ich würde mich unheimlich freuen, wenn ich euch zahlreich dann am Vorabend des Space Creator Days bei einer Party mit den Creatoren und VIPs kennenlerne. Link, den findet ihr unten in der Beschreibung. Ja krass, dass es jetzt 5 Jahre werden und ich nicht vorher aufgegeben habe, das verdanken wir vor allem den Senkrechtstarter Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig Monitor unterstützen. Im Namen aller Zuschauer und ganz besonders von Herzen von mir allen euch ein Dankeschön. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Hier würden jetzt eigentlich die Starts der kommenden Woche kommen, vermutlich wegen des Falcon 9 Oberstufenfehlers. Ja, alle für die kommende Woche eigentlich angekündigten Start momentan nur
mit einer Ankündigung grob Juli. Bisher habe ich keine fest angekündigten Starts für die kommenden Woche. Eigentlich sollte ja Starlink und Transporter 11 starten. Ich beobachte das natürlich weiter, aber kann gut sein, dass nächste Woche tatsächlich eine ganz seltene Woche wird, in der nichts startet. Hatten wir sehr, sehr lang nicht mehr. Hier geht ein Dank an den heutigen Sponsor CyberGhost VPN. Sicher wie ich dein Online-Banking und deine geschäftlichen Transaktionen mit CyberGhost VPN. Den Deal erreichst du über meinen Link in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist so unfassbar spannend gerade und das bleibt auch so, beziehungsweise Spoiler, das wird noch krasser. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.